What's up, liebe Braubrüder und Schwestern? Mein Name ist Oliver Hörold. Ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen und heute brauen wir zusammen ein Hefeweizen. Aber erstmal muss ich meine Küche in ein Brauhaus verwandeln. Und jetzt noch brauen. Na, schauen wir uns erstmal die Zutaten an, die ich gekauft habe. So, mein erstes Unboxing auf dem Channel. Bisschen Verpackungsmaterial, kein Thema. So, jetzt haben wir die Hefe. Das ist von Wyeast, die WLP 300. Das soll der Weihenstephan-Stamm sein. Als nächstes haben wir Malz, und zwar 2,5 Kilo von Best. Das ist das Pale Ale Malz von Best. Dann haben wir ein bisschen Hopfen. Das ist Hallertauer Mittelfrüh mit 4,6% Alphasäure. Und zuletzt ein großes Paket, 5 Kilo Weizenmalz von Weyermann. Die Küche ist sauber, ich habe meine Zutaten, jetzt geht's los. Das Wasser ist eingefüllt. Als nächstes maischen wir ein. Prost! Ja, aus so einem Wasser kann natürlich nur geiles Bier werden. Für diesen Sud benutze ich die Erweiterung von Bug Brewing, um die 7,5 Kilo Schüttung in das Maischrohr zu bekommen. Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you were lost, and this is a clue.
Der Maischvorgang ist auch abgeschlossen. Jetzt ziehen wir das Malzrohr raus und dann geht's los mit dem Hopfenkochen. Jetzt kommt meine persönliche Lieblingszutat zum Einsatz, der Hopfen. Wir benutzen Hallertauer Mittelfrüh. Das gibt nicht so die krassen Hopfenaromen, aber für einen Hefeweizen klassischer Art passt das. Ja, bis hierhin lief ja noch alles glatt. Beim Würze ablaufen lassen ist allerdings der Springerfilter verstopft gewesen und ich musste dann ganz klassisch den Springerfilter erstmal irgendwie rausziehen von innen und dann klassisch filtern, Braumeister kippen, aber im Endeffekt habe ich dann doch die Würze ins Gärfass bekommen und am nächsten Tag konnte ich dann die Hefe anstellen. So sieht das Ding jetzt aus. So, mach mal ins Licht. Also, bisschen dunkler geworden, als ich dachte. Der Schaum ist schön fest. Ich habe auch meinen Endvergärungsgrad erreicht von 3 Grad Plato, so wie angegeben. Und ist wirklich lecker, bananig, ist relativ leicht. Also genau das richtige Getränk jetzt für die ersten warmen Tage im Jahr. Also, auf euch, frohes Brauen, es wird immer Bier draus. Prost! Saugeil. Ach, selbstgebrautes Bier ist halt immer das Beste, oder? So, liebe Braubrüder und Schwestern, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte liken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert auch meinen Channel. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und auch dieses Glöckchen setzen. Das soll wohl auch ganz wichtig sein, dass ihr immer mitbekommt, wenn was Neues bei mir erscheint. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Oliver Hörold. Prost! Bierbrauen ist geil. Yeah! Brauen eigentlich, oder? Ja. So.